Ich teste heute für euch die neue GoPro Max. Ich habe mir die eigentlich gekauft, weil ich viel Actionsport mache, wandern gehe und zum Beispiel mit dem Stand-Up-Paddleboard fahre. Und bei dem habe ich das Problem, dass die normale GoPro oft nicht weit genug ist. Und außerdem sieht man den Selfie-Stick im Bild. Ich habe schon versucht mit dem Videoprogramm diesen Selfie-Stick rauszuretuschieren, aber das ist sehr viel Arbeit. Die neue GoPro kann diesen Stick hoffentlich verstecken. Und außerdem kann sie sich viel weiter filmen, sogar in 360 Grad, was sehr praktisch ist. Ich hatte allerdings am Anfang viele Probleme mit der Kamera, vor allem mit der Software, und habe schon überlegt, sie zurückzuschicken. Aber schaut gerne selber weiter, um zu erfahren, ob ich diese Kamera empfehlen würde. Die Kamera kommt in dieser hübschen Schachtel, die man leider beim Öffnen zerstören muss, mit einem USB-C-Kabel, einem Klebepad, einem neuen Akku, das größer ist als das Akku der GoPro 8, zwei Objektivschutzdeckeln. In der Schutztasche gibt es noch zwei transparente Objektivdeckel. Aber was diese Deckel betrifft und die Wasserdichtigkeit der Kamera, will GoPro offenbar gar keine Missverständnisse aufkommen lassen. Weil wenn man die Packung öffnet, springt einem sofort ein Warnkärtchen entgegen. Weil die Kamera ist zwar eingeschränkt wasserdicht, aber man kann damit nicht unter Wasser filmen. Weil die Videos werden alle so ein bisschen unscharf und das Stitching funktioniert unter Wasser auch nicht. Sobald man diese transparenten Schutzkappen aufsteckt, sieht man so Lichtreflexe im Video. Die GoPro Max ist daher in meinen Augen nur eingeschränkt als Actionkamera zu gebrauchen, weil man muss immer aufpassen, dass man nicht die Linsen zerkratzt, und dann muss man natürlich mit eingeschränkter Bildqualität leben oder die Kamera wegwerfen. Wenn man unter Wasser filmen will, sollte man auf jeden Fall besser zur GoPro 8 greifen. Das erste Problem, was ich mit dieser GoPro Max hatte, ist das Stitching. Die Kamera ist relativ dick, das heißt alles, was unter der Kamera ist im toten Winkel und wird versteckt, was natürlich hier sinnvoll ist, weil man will nicht diese Schraube im Bild haben. Problem ist nur, dass hier die Hand auch ein bisschen verkrüppelt ausschaut, weil er nicht schafft, das richtig hier zu berechnen. Natürlich ist es sinnvoll, dass man einen möglichst dünnen Selfie-Stick verwendet, damit man den nicht im Bild sieht. Ja, dann hat die GoPro Max hier so einen GoPro-Mount und nicht einen normalen zum Anschrauben. Deswegen muss man hier so einen Adapter verwenden. Problem bei diesem Adapter ist, dass er so gebogen ist, üblicherweise, weil das ist eigentlich dazu gedacht, dass man die GoPro so biegt, damit man sich selbst filmen kann. Aber es ist natürlich mit einer 360-Kamera überhaupt nicht sinnvoll, weil man sonst nur den Selfie-Stick filmt. Deswegen ist es so schwierig, dass man die Kamera genau über dem Selfie-Stick ausrichtet, dass man möglichst den ganzen Selfie-Stick versteckt. Man sieht hier, es ist immer ein bisschen versetzt. Ja, was noch nervig ist, ist mit diesen Objektivschutzkappen. Die sind natürlich sinnvoll, dass man die anbringt, weil man die Linse sonst sehr schnell zerkratzen kann, und dann sind 500 € beim Fenster rausgeworfen. Das Problem ist, wenn man die da drauf steckt, dann ist es sehr schwierig, die abzumachen. Man kann eigentlich nur hier oben mit dem Nagel das so runter drücken. Aber natürlich, wenn es draußen kalt ist, die Finger ein bisschen gefroren, ist das sehr, sehr schwierig. Eine große Stärke dieser Kamera ist, dass sie das Stitching, also das Zusammenfügen von den beiden Videos, das von den beiden Linsen aufgenommen wird, angeblich bereits in der Kamera erledigt. Das macht also theoretisch den ganzen Workflow einfacher, also wie man ein Video erstellt. Die Kamera speichert die 360 Grad Fotos als JPEG-Dateien und die Video als .360-Dateien. Aber wenn man diese 360-Dateien dann in MP4-Dateien umbenennt, sieht man, dass es eigentlich normale HEVC X265 kodierte Videos sind. Also sieht man auch, dass dort die Bilder nur zusammengefügt sind. Das Stitching wurde noch nicht ganz vollständig durchgeführt. Der Vorteil bei diesen 360-Grad-Videos ist ja, dass man die Kameraeinstellung noch im Nachhinein verändern kann. Also man macht so eine Art Overcapture. Oder man lädt das Video einfach so als 360-Grad-Video direkt auf YouTube hoch. Jedenfalls für dieses Overcapture, für das Reframing hat man drei Möglichkeiten. Zunächst zur App. Man muss die Fotos und Videos zunächst auf das Smartphone transferieren. Es geht eigentlich normalerweise relativ zügig, weil die Videos in X265 Format kodiert sind. Dann kann man bei 360 Grad Fotos den gewünschten Ausschnitt, das heißt die Kameraposition in der App festlegen, und man verwendet gleich das Gyroskop des Smartphones. Was ein bisschen nervig war, dass sich die App nicht die Einstellung merkt, ob ich jetzt das Gyroskop will oder nicht. Bei den 360 Grad Videos kann man zunächst das Video kürzen, zurechtschneiden und als neues Video speichern. Und dann kann man verschiedene Keyframes festlegen, zwischen denen die App dann interpoliert. Wobei ich sagen muss, die App von GoPro ist relativ primitiv, weil mit der App von Insta360 kann man auch Object Tracking machen. Auf Windows habe ich für Fotos den VR-Player von GoPro verwendet. Da kann man Fotos und Videos betrachten. Es gibt auch eine Funktion, um den Bildschirminhalt, quasi einen Screenshot zu machen.
auch in hoher Qualität. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Leider kann die GoPro Max keine RAW-Dateien ausgeben. Dann gibt es noch die Quick-Software für den PC. Damit sollte man eigentlich die Video- und Fotodateien transferieren können. Das hat bei mir kurz funktioniert, aber seitdem funktioniert eigentlich nicht mehr richtig. Und wenn ich ein Video öffnen will, um es zu bearbeiten, kommt nur ein schwarzer Bildschirm und die Länge des Videos bzw. die Position ist mit NaN. Also dürfte wirklich ein Bug sein. Es kann natürlich sein, dass das dann durch ein Update bald behoben wird, aber für ein Produkt, das über 500 Euro kostet, finde ich das schon sehr peinlich. Die Windows-Software ist damit für mich im Moment unbrauchbar. Dann kann man das Reframing auch in einem Schnittprogramm wie Adobe Premiere machen. Da braucht man zuerst den GoPro Max Exporter. Damit kann man die 360-Dateien in Videodateien umwandeln und theoretisch dann schon direkt auf YouTube hochladen. Das Problem ist, dass diese App im Moment nur Cineform unterstützt und nicht komprimiertere Dateien. Damit entstehen leider riesige Dateien, die man eben nicht wirklich auf YouTube hochladen kann. Andererseits haben diese Dateien den Vorteil, dass sie nicht so aufwendig komprimiert sind wie diese X265 HEVC-Dateien und deswegen lassen sie sich in Premiere Pro sehr zügig bearbeiten. Das Reframe-Plugin funktioniert sehr gut in Premiere Pro. Man kann an allen Keyframe-Parameter schrauben und hat gleichzeitig die ganzen Funktionen dieses Videoschnittprogramms von Adobe zur Verfügung. Aber der Haken an der Sache ist natürlich, dass man sich diese teure Software erst einmal leisten muss und vielleicht auch einen Kurs braucht, um sich dort auszukennen. Was ich mir lange überlegt habe, ob ich mir jetzt die Max oder die GoPro 8 kaufen soll, weil beides zusammen kaufen wäre dann doch etwas teuer und verspricht die Max doch, dass sie einen Hero-Modus bereits eingebaut hat. Aber wenn man sich es genauer anschaut, ist die Foto- und Videoqualität im Vergleich zur GoPro 8 stark eingeschränkt. So kann man Fotos nicht in RAW aufnehmen und Videos im Hero-Modus sind auf 1440p beschränkt. Das heißt, es gibt kein 4K und im 360-Modus kann man nur mit maximal 30 FPS aufnehmen. Das heißt, es ist keine wirkliche Zeitlupe möglich. Auch die Bitrate ist im Vergleich zur GoPro 8 stark beschränkt, auch wenn hier High steht. Ein Vorteil gegenüber der GoPro 8 ist der größere Weitwinkel, dieser Max Superview. Das ist auch ein Grund, warum ich mir bisher nicht die DJI Osmo Action gekauft habe, weil sie diesen Superview nicht anbietet. Die DJI Osmo Action ist dafür wieder viel billiger als die GoPro 8 und hat vorne diesen Bildschirm eingebaut. Das heißt, man braucht nicht dieses Media Mode, was man bei der GoPro 8 braucht. Und das ist ein Vorteil von der GoPro Max, dass sie vorne diesen Bildschirm hat. Das heißt, man kann sich selber sehen, wenn man sich filmen will. Oder auf die andere Linse wechseln, dann sieht man, was man filmt. So, was ist also mein Fazit über diese Kamera? Zunächst war mein erster Eindruck ein sehr schlechter. Ich muss sagen, dass man bei diesen 360-Kameras immer mit Bleeding Edge, das heißt mit neuester Technologie zu tun. Da passiert es eben schnell, dass die Software noch viele Fehler hat. Dann ist diese Kamera eine Action-Kamera, aber auch nicht wirklich, weil sie nicht widerstandsfähig ist. Aber natürlich kann man damit Action-Sequenzen sehr eindrucksvoll in Szene setzen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema GoPro versus Smartphones. Weil die modernen Smartphones haben ja auch schon eine Weitwinkelkamera eingebaut. Das ist die Frage, wozu braucht man überhaupt noch die GoPros? Ja, der Vorteil von den GoPros ist, dass man noch mit Proteon filmen kann, das heißt mit flachem Farbprofil und wenig Schärfung und die Framerates einstellen kann, was man nicht bei allen Smartphones in diesem Umfang machen kann. Deswegen sind die GoPros für professionelleres Filmen noch immer die bessere Wahl. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die GoPro nicht zurückschicken werde, weil als reine Actionkamera ist sicher die GoPro 8 oder die DJI Osmo Action die bessere Wahl. Wenn man die beste 360-Kamera sucht, ist man sicher bei der GoPro Max richtig, weil sowohl was die Bildqualität betrifft, bis auf diese Stitching-Probleme, als auch die Audioqualität ist sie der Insta360 sicher überlegen. Die Max macht dafür nicht so einen guten Job beim Verstecken des Selfie-Sticks. Die Hand des Sticks sieht im Vergleich zur Insta360 ein bisschen verkrüppelt aus. Ich werde alle Kameras, Zubehör und den passenden Selfie-Stick für euch in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, mein Video war hilfreich für eure Kaufentscheidung. Was ist eure Meinung? GoPro Max, GoPro 8 oder DJI Osmo Action oder überhaupt Filmen mit dem Smartphone? Postet gerne in den Kommentaren, lasst ein Like und ein Abo da für weitere Tipps und Videos wie dieses. Bis nächstes Mal. Tschüss.